Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren vorproduzierten Video. Wir machen heute gleich Update 116 und ich hoffe, dass ich es geschafft habe, eure Kommentare so ein bisschen entgegen zu kommentieren. Ich kann es leider nicht versprechen, weil wie gesagt, ich bin bis einschließlich Sonntag nicht da. Das letzte Mal im letzten Video hatten wir hier die Front gebaut, ein ganzes Stück vom Bahnhof erweitert und es macht einfach wirklich einiges her. Und wenn wir jetzt schon in diesem Bereich sind, würde ich sagen, bleiben wir in dem Bereich und kümmern uns jetzt heute ein bisschen in dieser Episode um diesen Bereich noch. Wir werden schauen, dass wir dieses Häuschen wieder so hinkriegen, dass es beleuchtet sein kann. Wir werden die Verkabelung ein bisschen optimieren und wir werden auch hier den Bereich mit der Haltestelle erweitern. Ich hoffe, dass wir da ein ganzes Stück vorankommen in dieser Episode. Und ja, wir schauen einfach wie immer, wohin die ganze Reise führt, was es noch gibt, wohin wir gehen, was entsteht und ich bin einfach gespannt, was passieren wird. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier die ganze Info nochmal abgerissen, aus zwei Gründen. Erstens setzen wir das Ganze im Bogen ein kleines Stück zurück, dann kann ich meine Dachkonstruktion immer noch benutzen. Ein bisschen abgewandelt und zum anderen kriegen wir dadurch hier nochmal ein bisschen mehr Platz rein in die ganze Geschichte hier beim Durchgang. Das macht es auch nochmal wichtiger und besser. Und ich muss einfach hier ein bisschen mehr von meinem Straßensystem mit den reingelegten Teils hier noch reinbauen, um das Ganze eben hinzukriegen. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Lösung, um das Problem zu lösen, das wir hatten. Jetzt haben wir ja auch die Straßenbahn, jetzt können wir ja auch direkt testen, wie das Ganze aussieht. Wie viel Platz wir dann haben, wenn die hier vorbeifährt. Und das kriegen wir auf jeden Fall jetzt dann ordentlich gelöst hin. Ihr seht, dass hier einiges passiert ist seit dem letzten Cut. Ich bin jetzt auch wieder da sozusagen. Also alles, was ihr vor diesem Cut gesehen habt, war eigentlich vorbereitet für gestrigen Sonntag. Alles jetzt ist neu noch dazugekommen. Das heißt, wie gesagt, ich bin hier dazugekommen, das Video fertig zu kriegen, bevor ich gefahren bin. Deshalb mache ich das jetzt noch fertig. Ihr seht, dass ich jetzt hier das Gebäude neu aufgebaut habe, hier für die Info. Ihr seht, dass die Öffnung hier größer geworden ist. Ich habe angefangen jetzt hier nochmal das Ganze mit dem Licht zu machen. Wir sehen, dass auch hier viel mehr Platz ist, dass die Straßenbahn auch ordentlich vorbeikommt. Vorher war das auch eine sehr, sehr knappe Geschichte. Und wir sehen auch, dass ich hier vorne die Wand etwas gekürzt habe. Ich muss mal schauen, ob mir das so passt oder nicht. Ich habe auch hier einen von diesen Büschen noch hingesetzt, einfach so ein bisschen mal als Abwechslung. Und wir haben jetzt hier tatsächlich, wie gesagt, mehr Platz, um hier durchzukommen. Vorher war es ja um 2 Stats weniger, das war dann doch ziemlich eng. Ich glaube, so sieht es auf jeden Fall besser aus. Ich werde auf jeden Fall erstmal dieses Haus hier fertig bauen, dass es wieder ein Dach bekommt und auch beleuchtet sein kann. Und dann schauen wir mal, wie wir in dem Bereich hier weiterkommen. Wir wollen ja auch hier noch eine Toilette vielleicht einbauen. Hier mal schauen, wir da auch irgendwie einen Wartebereich hinkriegen mit ein paar Bänken oder so. Und irgendwann schauen wir auch, ob wir hier irgendeinen Platz hinkriegen, um hier über die Straße zu kommen. Da soll ja auch nochmal ein Zebrastreifen hin. Also ist noch einiges zu tun. Ich weiß nicht, was alles davon heute in diesem Video noch passieren wird. Aber wir kommen auf jeden Fall gut voran in diesem Bereich jetzt, wo viele Dinge, die auf Basis eurer Kommentare entstanden sind, optimiert werden. Und ich denke, das kriegen wir heute noch ganz gut voran. So, ich habe jetzt ein neues Dach gebaut. Ist ein bisschen kleiner und ein bisschen anders geformt, weil ja auch die Info unten ein bisschen anders geformt ist. Aber ich habe jetzt einfach mal ein bisschen mehr Struktur in das Ganze reingebracht, indem ich hier oben nochmal so ein Kreuz eingebaut habe, das ein bisschen nach oben ist und darauf dann der Infopoint aufgebaut ist, also dieser Würfel. Ich habe versucht, den irgendwie zu beleuchten, sinnvoll. Ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden, das so zu beleuchten, dass es mir persönlich wirklich gefällt. Deshalb habe ich das erstmal nochmal ausgelassen. Das werden wir aber irgendwann nochmal machen, denke ich, wenn mir eine bessere Idee kommt. Dafür habe ich aber jetzt auch hier drüben Licht angebracht. Hier hinten am Eingang und auch nochmal innen ein anderes. Das heißt, die Beleuchtung für den Infopoint an sich ist schon mal fertig. Wir müssen den irgendwann demnächst nochmal einrichten. Aber ich muss sagen, das Dach gefällt mir so auch ein ganzes Stück besser mit ein bisschen mehr Struktur drin. Und jetzt können wir tatsächlich gleich weitermachen. Wir können jetzt hier nochmal schauen. Es ist ein bisschen knapp vielleicht da vorne in der Ecke, aber es funktioniert. Die Straßenbahn kommt um den Infopoint herum. Und ich würde sagen, dass wir jetzt hier mal noch ein bisschen in dem Gebiet hier vorne weiterbauen, damit wir da mal ein bisschen die Lücke endlich wieder schließen können. Und ansonsten muss ich sagen, das ist doch ganz gut gelaufen. Hier mit dem Umbau sieht ganz gut aus, funktioniert und wir haben die Beleuchtung eingebaut. Also mehr kann man gar nicht sagen, außer der Infopoint da oben, dieses Würfelchen. Das müssten wir noch irgendwie beleuchten, aber das ist eine Sache, die habe ich jetzt erstmal vertagt. Ihr seht, dass diese Schallschutzwand oder wie auch man sie nennen möchte, gerade da drüben liegt, denn ich bin hier gerade ein bisschen am Umbauen des ganzen Bereichs. Ihr seht, es geht voran mit der Platzierung aller Unterbaukonstruktionen. Ich habe auch hier drüben jetzt mal
die ganze Schiene hier komplett mal mit Fliesen drüber gezogen. Und wir sehen jetzt auch, wie sich das Fliesenmuster jetzt auch hier erweitert. Das werden wir überall noch ändern nach und nach. Ich habe auch vor, den Bereich hier vorne noch mal ein bisschen umzubauen. Aber ich habe die Schallschutzwand einfach mal rausgenommen, damit ich jetzt hier ein bisschen mehr Platz habe, um alles mal grundsätzlich zu planen. Und ich hatte auch die Chance, dass ich habe ja hier drunter noch Dark Bluish Grey Steine gehabt. Das haben wir ja auch hier noch an anderen Stellen. Das will ich eigentlich auch noch ändern, dass wir wirklich der Gehweg, der Rand wirklich nur Light Bluish Grey ist. Und das war gerade ein guter Moment, um auch das zu ändern. Ich hatte nämlich hier noch eine kleine Stelle, als auch hier am Ende. Das konnten wir damit ganz gut lösen, wenn jetzt mal die Wand weg war. Ansonsten schaue ich jetzt mal, wie ich das Ganze hier weiter plane und baue. Ich habe noch vor, hier so ein kleines Häuschen hinzubauen mit zumindest einer Tür für eine Toilette. Und ansonsten möchte ich da vielleicht noch hier so ein kleines Beet ein bisschen in die Mitte bauen, wo man noch ein bisschen Grün reinmachen kann, damit es da eben nicht nur so Betonwüste ist. Mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich bin selber gespannt, aber wir sehen, dass jetzt sich in dem Bereich einiges tut jetzt. Und ich bin gespannt, wohin wir heute noch in diesem Update-Video kommen. Wie man jetzt hier sehr gut an dem Loch hier durch die Tischplatte und durch die Platte sieht, ist, habe ich endlich mal die Stromversorgung für dieses sehr, sehr große Modul inzwischen unter den Tisch gelegt. Und auch hier angefangen, alles mal ein bisschen weiter zu planen und auch alle Abdeckungen fast drauf zu bauen, noch die offen gelassen, die ich ein bisschen für die Planung brauche und für die Stromverlegung. Meine Idee ist jetzt, dass wir, ich habe jetzt hier drüben dieses Wartehäuschen angefangen abzubauen, dass wir ähnlich wie dem da drüben hier das Wartehäuschen reinbauen. Hier noch ein bisschen einen Baum vielleicht reinsetzen, einfach um hier noch ein bisschen was Grünes reinzukriegen. Vielleicht setze ich es auch noch ein bisschen weiter rüber. Bis dahin, dann hätten wir das hier ein bisschen, noch ein bisschen mehr Platz hier drüben und nicht verschwendeten Platz hier. Hier vorne wäre auf jeden Fall noch genug Platz, um vorbeizulaufen, wie man sehen kann. Und weitere Idee wäre, werde ich wahrscheinlich auch machen, dass ich hier die beiden Fenster rausnehme aus unserer Schallschutzwand. Und hier als Verlängerung hier hinten noch das kleine Toilettenhäuschen reinbaue. Dann hätte man hier auch noch Platz zum Vorbeilaufen. Und wir hätten hier auf jeden Fall Platz für die kleine Toilette. Ich glaube, damit würden wir alles hier hinkriegen. Hätten auf jeden Fall einen schönen Platz hier an der Stelle. Und auch einiges zu tun auf jeden Fall noch. Und dann muss ich mal schauen, wie ich mit der Beleuchtung noch weitermache. Ich möchte eigentlich auch noch so eine Straßenlaterne wie die. Ich habe noch eine gebaut. Ich weiß gerade nicht, wo sie liegt. Ich vielleicht hier vorne hinsetzen, damit wir hier noch ein bisschen beleuchten. Da schaue ich gleich mal, aber jetzt, wenn schon die ganze Verkabelung offen ist, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um das alles noch zu machen. Meine Planung wird konkreter, wie ihr sehen könnt, und zwar habe ich mir jetzt überlegt, dass ich ungefähr hier nochmal einen Laternenpfahl hinbauen werde, wie ungefähr den hier. Denn wir werden ja hier von dem Wartehäuschen, das es hier seine Position bekommen hat, auch nochmal Licht bekommen. Das heißt, hier drüben können wir dann gut nochmal hier vorne beleuchten, wo dann die Straßenbahn fahren wird, beziehungsweise auf der anderen Seite wird ja der Bus und die Straßenbahn sich hier drüben noch eine Haltestelle teilen. Auch die Position für den Baum und was auch immer es am Ende werden wird, habe ich jetzt finalisiert. Wird hier sein, damit man hier hinten notfalls noch ein bisschen durchgehen kann. Ich überlege, ob man da hinten noch irgendwas Sinnvolles reinmachen kann. Ich weiß nicht, Fahrradstände etc., irgendwas, Automaten oder so, müssen wir mal schauen. Ansonsten wird es erstmal gepflastert. Ich werde auch jetzt hier erstmal alles durchpflastern soweit, dass ich hier einfach mal nicht mehr nur so ein Farbwirrwarr sehe. Ich werde mich um die Beleuchtung kümmern und natürlich muss ich dafür hier nochmal den Laternenpfahl überhaupt mal beleuchten. Das heißt, die Kabel durchziehen, das Licht anbringen und hier unten noch ein Kabel durchziehen. Der Verteiler hat auf jeden Fall genug Anschlüsse für alles, was wir noch brauchen. Wir brauchen eigentlich noch ein Licht hier, eins da. Das müsste dann eigentlich reichen, um hier alles schön zu beleuchten. Denn die Info leuchtet ja auch einiges ab. Und wir haben ja auch noch die Straßenbahn, die wir dann auch nochmal Licht bringen in das Ganze. Und ja, ich mache jetzt mal weiter und wir schauen mal, wie es aussieht, wenn es ein bisschen fortgeschritten ist. In meinem letzten Haul-Video hatte ich gesehen, dass ich unter anderem dieses Polybag gekauft habe. Das habe ich jetzt einfach mal ausgepackt. Das hat sich nämlich ganz gut geeignet, um hier eine kleine Lücke zu schließen. Ihr seht hier noch den Straßenreiniger. Und ich habe diese Tonne jetzt einfach mal da hinten reingebaut, weil ich einfach nicht wusste, was ich genau mit der Lücke machen soll. Dahinter habe ich jetzt einfach ein bisschen grün gemacht, damit einfach dahinter auch noch was zu sehen ist. Gibt auch noch ein bisschen was zu sehen von vorne. Dann ist die Idee, dass dieser Roller ungefähr hier hingestellt wird, einfach um da auch noch mal ein bisschen Leben reinzubringen. Und hier baue ich dann noch eine Figur hin, die gerade diesen Roller dahingestellt hat, einfach da geparkt hat. Und dann haben wir diesen Bereich hier hinten ganz gut mit ein paar Details genutzt. Hier kommt dann jetzt, wie gesagt, noch Erde rein, also in Anführungsstrichen Erde. Und hier wird noch ein Baum gebaut auf jeden Fall. Also ihr auch sehen könnt, dass ich jetzt hier alles gepflastert habe, hat ganz gut funktioniert. Bis darauf, dass ich hier unter der
Schallschutzmauer ab und zu auch noch ein paar Fliesen drunter schieben musste. Das war ein bisschen schwierig. Ab und zu ist mal ein bisschen was abgebrochen. Aber inzwischen sieht es doch ganz gut aus. Und ich denke auch, dass wenn wir jetzt hier noch ein bisschen Grün mit reinbringen und dann hier noch Figuren stehen, dass wir dieses Graue ganz gut durchbrechen können. Von vorne ist es ja ganz gut mit diesem Grünstreifen. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Ihr seht auch, dass hier vorne der Abschluss von dem Wartebereich fertig ist. Das heißt, die Straßenbahn schiebe ich jetzt mal hier rüber. Die kann locker hier stehen. Und es können Leute an beiden Türen ein- und aussteigen. Auf der anderen Seite wird es ein bisschen einen verkürzten Weg geben. Das heißt, man wird nur eine Tür nutzen können. Das ist aber nicht so schlimm, meiner Meinung nach. Weil wir ja hier noch ein bisschen Platz brauchen, damit die Busse durchkommen. Aber das ist meiner Meinung nach gar nicht so schlimm. Beziehungsweise vielleicht funktioniert es sogar. Schauen wir einfach mal. Denn dieses gerade Stück wird ja noch ein bisschen vorgezogen, weil wir dann erst da vorne in die Kurve kommen. Also es könnte trotzdem klappen. Aber so bin ich schon mal ganz zufrieden mit der Haltestelle. Das funktioniert gut. Auch von den ganzen Plätzen. Wir brauchen jetzt, wie gesagt, noch das Wartehäuschen hier. Hier noch irgendwie die Toilette hier vorne. Alles fertig pflastern, die Straßenlaterne beleuchten und eben das Wartehäuschen. Und dann, glaube ich, ist der Bereich hier vorne ganz gut vorangekommen heute. Ihr seht einen großen Unterschied hier, denn der Baum steht. Er ist jetzt nicht riesengroß geworden. Ich finde, er passt aber von der Größe ganz gut hier rein, denn wir haben ja auch nicht sehr viel Platz. Teilweise habe ich da Sachen übernommen von dem Baum, den ich dafür gebaut habe, für dieses Häuschen dort. Da steht hier noch der Rumpf davon. Die Umrandung habe ich ein bisschen mal anders gebaut mit ein paar anderen Steinen. Passt meiner Meinung nach auch ganz gut, macht ein bisschen Struktur hier rein. Ich habe auch das Beet an sich noch ein bisschen verschönert, damit es eben auch nicht ganz so langweilig aussieht. Und man kann jetzt sehen, das Ganze fügt sich jetzt hier ganz gut zusammen. Wenn jetzt hier gleich noch Figuren dazukommen, wird es noch besser aussehen auf jeden Fall. Und ja, der Baum steht, gefällt mir ganz gut. Und wir sehen auch, dass die Straßenbahn hier ohne Probleme dran vorbeikommt. Da ist sogar noch einiges am Platz. Und dadurch wird das Grau einfach schön unterbrochen. Was ich auf jeden Fall jetzt noch machen werde, ist, dass ich das Häuschen hier fertig baue. Da übernehmen wir wahrscheinlich einfach das, was wir hier schon haben. Und dann kommt hier noch die Straßenlaterne hin. Die muss ich jetzt noch fertig beleuchten. Die wird so aussehen wie die hier. Und dann machen wir hier noch ein bisschen die Pflasterung fertig. Das Toilettenhäuschen hier vorne werde ich erstmal weglassen bis zum nächsten Update, weil ich einfach gerade keine Zeit dafür mehr habe und mir auch überlegen muss, wie ich das genau hier einbinde. Aber das machen wir jetzt noch so weit fertig, dass wir hier ein schönes Gesamtbild bekommen. So sieht also das Ergebnis der heutigen Episode aus, wenn es hier relativ dunkel ist und die ganze Beleuchtung an ist. Man sieht, dass wir jetzt auch hier Licht von der Straßenlaterne hier bekommen. Wir haben Beleuchtung hier in dem Wartehäuschen, wie gesagt, die Info leuchtet. Ich habe auch die Straßenbahn mal wieder angeschlossen, das habe ich fast vergessen. Und hier ist ein riesiges Bauchaos, obwohl ich hier schon ein bisschen aufgeräumt habe. Aber das ist dann sozusagen das Ergebnis des heutigen Tages. Ich versuche mal mit der Kamera hier ein bisschen rumzugehen. Und so mit dem Bahnhof im Hintergrund sieht das doch ganz gut aus. Wir können jetzt mal hier schauen, ob ich hier jetzt mit der Kamera so ein bisschen reinschauen kann. Hier haben wir jetzt also unser Wartehäuschen. Da hinten sehen wir, wie es zur Info geht. Die Straßenbahn steht da hinten. Und ist doch ein ganz gutes Ergebnis. Auch hier mit der gebogenen Straße hier vorne sieht das doch alles ganz gut aus, meiner Meinung nach. Es ist spät. Ich habe nicht mehr viel zu sagen. Es ist viel gewesen. Es war viel Arbeit. Und ich würde sagen, das war's dann für heute. Vielen Dank für hier, ich glaube, Episode 116. Vielen Dank für eure Treue. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann das nächste Mal hoffentlich, wenn es hier wieder heißt, willkommen in der Brick World. Und ich würde sagen, bleibt gesund, viel Spaß beim selber bauen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal hier. Also, sage ich nur noch, tschüss.